Ich habe mich ja immer mehr reingesteigert in dieses, ich mag's hier nicht, ich fühle mich nicht wohl. Ich glaube, ich wäre wirklich depressiv geworden, ganz ehrlich. Hi, mein Name ist Franzi und ich bin ausgewandert auf die wunderschöne Insel Madeira. Ich bin in der Beauty-Branche tätig. Viele sagen immer, wow, du bist so mutig. Für mich wäre es mutig gewesen, hier zu bleiben, weil ich glaube, ich wäre wirklich depressiv geworden, ganz ehrlich. Vor 11 Jahren, wo ich nach Hamburg gezogen bin, hat mich einfach auch in Hamburg das Wetter immer mehr deprimiert. Gerade die langen Wintermonate, wo es dann doch dunkler ist, kühler ist, ja, alles so grau und trist, das war überhaupt nicht mehr meins und hat sich wirklich so über die Jahre, habe ich mich da so reingesteigert in dieses, ich mag's hier nicht, ich fühle mich nicht wohl und für mich war es halt kein Mut, aus dem auszubrechen. Ich habe das einfach wirklich auch gebraucht, um weiter zu wachsen und stärker zu werden und mich da wieder rauszuholen. Dadurch, dass ich ja auch hergezogen bin, war ja nie irgendwie für mich so der Heimatgedanke hier. Und ich glaube, vor 6 Jahren fing die Spinnereien im Kopf an. Und ja, da kam der erste Gedanke, Mensch, irgendwann mal mehr zu leben wäre toll, mehr zu reisen. Und da war für mich auch ganz klar der Gedanke gleich da, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich lebe mit meinem Mann zusammen und wir hatten Madeira vorher gar nicht auf dem Schirm, aber ja, in der Lockdown-Zeit hat man viele Reportagen gesehen und da bin ich auf Madeira gestoßen und dachte so, boah, interessant, noch nie was von gehört und ja, ich gucke mir das mal mehr an. Wir sind dann auch wirklich eine Woche zum Urlaub machen einmal hingeflogen, haben uns das angeguckt. Wir sind ausgestiegen aus dem Flieger, haben uns angeguckt und ja, haben gesagt, das ist unsere Insel. Dann ging es wirklich schnell. Wir sind zurückgekommen und ich weiß noch, wir haben beim Abflug von meinem Mann die Mama angerufen und meinten, jetzt geht's los und wir wollen hier eigentlich gar nicht mehr weg und schnellstmöglich wieder zurückkommen. Dann haben wir hier unsere Wohnung verkauft und uns einen Makler gesucht, damit es wirklich fix geht. Und der Makler meinte noch zu uns, wir haben den Preis zu hoch angesetzt, wir kriegen die Wohnung niemals verkauft für den Preis. Unsere Wohnung war am nächsten Tag direkt verkauft und wir haben gesagt, okay, das ist ein Zeichen. Wir packen jetzt unsere Sachen und das ging dann innerhalb von 8 Wochen, dass wir hier komplett alles aufgelöst haben und ausgewandert sind. Meine Familie war ja schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir auswandern möchten und deswegen waren die gar nicht so überrascht und haben sich auch eher gefreut, weil sie dann meinten, ja, wir können euch ja im Urlaub besuchen dann. Arbeitskollegen fanden das natürlich traurig und ja, Freunde natürlich auch, aber alle haben gesagt, sie würden mich auf jeden Fall besuchen kommen und fanden es ja doch dann ganz aufregend, eine Freundin zu haben, die im Ausland lebt. Aber mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr so viel Verständnis habe, dass die am lautesten zu Beginn geschrien haben, sie kommen, dass sie bisher alle nicht gekommen sind. Und das finde ich wirklich schade. Ja, also heutzutage gibt es ja zum Glück Videotelefonie und ja, wir haben Calls mit der Familie. Man fühlt sich nicht so fern und so weit auseinander, weil man sich halt sieht. Und ich bin ja trotzdem auch noch auf Social Media, sodass meine Oma zum Beispiel hat auch Instagram und Facebook und sie verfolgt immer alles, was ich mache. Was ich besonders mag, ist, dass wir sagen können, hey, wir brauchen keinen Urlaub mehr von unserem Leben, sondern jeder Tag ist für uns wie Urlaub. Also ich starte da viel positiver in den Tag, als wenn ich zurückblicke, das in Hamburg getan habe. Ich gestalte dann meinen Tag einfach freier, bin ja mein eigener Chef und ja, mache auch Pausen zwischendurch und fahre dann mal an den Strand, gehe eine Runde spazieren, eine halbe Stunde und komme dann voller Energie wieder. Ich bin stolz, dass ich schon immer mein eigenes Ding mache und mich dann nicht vom Weg abbringen lasse. Das hat ja schon mit dem Content Creation damit begonnen, dass ich gesagt habe, hey, ich finde das cool, ich will Leuten was anderes zeigen, ich möchte Menschen inspirieren einfach und ja, bin das einfach angegangen, egal was andere gesagt haben. Auch jetzt mit der Auswanderung. Letztendlich bin ich wirklich stolz, dass wir das durchgezogen haben und einfach gemacht haben. Wenn du dich jetzt darin wiederfindest, in den Worten, was ich gerade gesagt habe, dann kann ich dir nur raten, folge deinem Herzen und deinem Traum. Ich möchte ein Vorbild sein für alle Menschen, die auch diese Träume in sich haben, die eigentlich freier sein möchten, aber nicht wissen wie und dafür einfach eine Inspiration zu sein. Für mein weiteres Leben würde ich mir wünschen, dass ich meine Eltern irgendwann auf die Insel holen kann und wir dann nicht mehr zu zweit sind, sondern entweder zu 4 oder zu 6. Das wäre so mein absolutes Ziel.